Hallo zusammen! In dieser Folge Showtime präsentiere ich euch den Hauptcharakter Ichigo aus der Anime-Serie Bleach. Dieses grandiose Modell stammt von Samio Studios. Ich gebe euch heute ein paar Einblicke, wie ich diese Statue bemalt habe. Also, let's go! Wie ihr am Anfang wahrscheinlich schon gesehen habt, habe ich das Modell komplett erstmal schwarz grundiert. Jetzt seht ihr gerade, wie ich es komplett mit Weiß besprühe, damit ich dann im Nachhinein die Farben gut auftragen kann. Beim Besprühen vom Weiß habe ich aber wirklich auf nichts geachtet. Ich habe es dieses Mal vollflächig voll besprüht. Nicht so wie sonst, wo ich so ein bisschen Schwarz noch durchschimmern lasse oder so. Nein, komplett draufgeklatscht, dass alles schön weiß ist. Der Mantel war ursprünglich dreiteilig, den musste ich dann erstmal zusammenkleben. Danach habe ich erstmal gleich, ich hätte jetzt Rock gesagt, das ist kein Rock, mir fällt das Wort gerade nicht dazu ein, also falls ihr es wisst, gerne in die Kommentare. Auf alle Fälle habe ich es grau besprüht. Bei der vorigen Aufnahme vom Mantel konntet ihr das bestimmt nicht sehen, aber als ich ihn zusammengeklebt habe, hatte ich einen dicken Riss oben am Ärmel. Sah sehr unschön aus, das musste ich erstmal ausbessern. Wie und welche Materialien ich dafür verwendet habe, das werde ich in einem separaten Video euch noch zeigen. Nachdem ich den Mantel dann ausgebessert hatte, habe ich den Mantel im gleichen Grau wie das Unterteil besprüht. Und auch hier komplett vollflächig alles voll besprüht. Und falls die Kenner unter euch sich jetzt wundern, warum macht er das Teil denn jetzt grau? Ichigo hat normalerweise so einen schwarzen Mantel. Naja, ich würde sagen, weil ich Lust drauf hatte und ich einfach mal was anderes machen wollte. Lasst uns überraschen, wie das zum Schluss aussieht. Was ich auch noch beim Mantel gemacht habe, ich habe die ganzen Falten im Mantel mit Schwarz nochmal nachbesprüht, sodass der Mantel bzw. die Falten vom Mantel durch das Schwarz mehr Tiefe ergeben. Auch wenn ich das Schwarz vorsichtig über jede Falte drüber besprüht habe, sieht es dennoch am Anfang ein bisschen komisch aus, weil das Schwarz eben viel stärker in der Farbe ist als das Grau und das fällt sehr auf. Aber mit diesem Schritt bessern wir das aus. Und zwar nehmen wir das ursprüngliche Grau vom Mantel und dann besprühen wir noch leicht über das Schwarze, sodass beide Farben ineinander verlaufen. Das ergibt einen besseren Übergang und die Farben harmonisieren einfach besser miteinander. Beim Unterteil bin ich wie beim Mantel gleich vorgegangen. Also ich habe keine Ahnung, wie man das Teil nennt. Auf alle Fälle ist das Teil von der einen Seite weiß und von der anderen Seite rot. Das bedeutet, ich habe erstmal alles vollflächig weiß besprüht und jetzt wollte ich das rot besprühen. Und damit ich einen sauberen Übergang zwischen weiß und rot bekomme, musste ich erstmal die Hälfte davon abkleben. Das könnt ihr hier, glaube ich, so ein bisschen sehen. So nebenbei, ich hasse Abkleben. Das dauert meistens immer so lange. Hier ging es ja noch, aber naja, es gehört eben dazu. Nachdem ich die Ecken fein abgeklebt habe, habe ich so, wie ihr es hier gerade seht, alles vollflächig mit Rot von innen bemalt. Als ich das Klebeband abgenommen habe, war ich sehr erstaunt. Eigentlich habe ich damit gerechnet, dass Farbe darunter kommt. Aber nein. Man hatte wirklich eine feine Linie zwischen Weiß und Rot. Nicht ganz. Im hinteren Part hatte man noch so ein paar Stellen, aber das habe ich dann später ausgebessert, nachdem die Farbe erstmal getrocknet war. Zwischenzeitlich habe ich dann den Mantel und das Unterteil nochmal versiegelt. Hier seht ihr es, wie ich das Teil nochmal mit Weiß ausbessere. Und nachdem die Farbe getrocknet ist, habe ich es so wie der Mantel und das Unterteil nochmal versiegelt.
Und jetzt kommen wir zu den Hauttönen. Dieses Mal habe ich eine andere Variante verwendet. Deshalb habe ich zu Anfang auch alles vollflächig weiß besprüht. Das mache ich ja im Normalfall nicht. Als erstes habe ich ein Dark Flash von Vallejo eingesetzt. Auch hier habe ich dann alle Parts vollflächig besprüht. Nachdem die erste Schicht Farbe getrocknet ist, habe ich das gleiche Dark Flash und einen Basic Skin Ton zu jeweils gleichen Ansätzen zusammengemischt. Die neu gemischte Farbe ist dann heller als das Dark Flash und ich mache damit die erste Schicht Highlight über das gesamte Modell. Also überall dort, wo Licht einfallen würde, da besprühe ich drüber. Als nächster Schritt kommt ein dunkler Skin-Ton zum Einsatz. Damit kreieren wir bei der Haut die dunklen Stellen. Also besprühen wir das überall dort, wo Schatten sind. Ich glaube, das könnt ihr hier auch ganz gut erkennen, wie ich das mache. Immer vorsichtig überall dort, wo kein Licht einfallen würde und wo es eben dunkler ist auf der Haut. Danach verwenden wir wieder unser Gemisch von Dark Flash und Basic Skin, was wir vorher auch schon verwendet haben, und gehen ganz leicht über die dunklen Stellen, die wir gerade erzeugt haben, drüber, sodass ein besserer Übergang zwischen der dunklen Farbe und der ursprünglichen Farbe entsteht. Nachdem wir das alles gemacht haben, ist der Hautton somit fertig. Also versiegeln wir ihn nochmal mit klarem Mattlack, bevor wir weiter dran herumarbeiten. Ichigo hat ja orangene Haare. So nebenbei erinnert mich so ein bisschen an Naruto. Damit wir die Haare aber orange bemalen können, müssen wir sie erstmal in weiß vorbemalen, damit das Orange auch gut zur Geltung kommt. Da ich ein bisschen Weiß noch übrig hatte, habe ich damit schon mal die Ecken vom Mantel damit bemalt. Und danach habe ich mit Decktan den Verband, den Ichigo an Brust und Füße hat, damit bemalt. Bei den Augen bin ich so vorgegangen, dass ich die Umrandung von den Augen erstmal mit Schwarz vorgemalt habe. Und dann habe ich die Augenhöhlen mit einem Weiß-Grau bemalt. Danach habe ich mir die Iris vorgenommen. Ich habe angefangen, das Äußere der Iris mit Schwarz zu bemalen, ganz vorsichtig. Das Innere dann davon habe ich mit einem sehr hellen Braun bemalt. Zu guter Letzt habe ich dann die Pupille an sich mit Schwarz bemalt. Und ganz zum Schluss habe ich dann mit Weiß noch jeweils an jeder Iris 2 Highlights gesetzt. Für die Haare habe ich mich für ein helles Orange entschieden. Damit habe ich erstmal die Augenbrauen gemacht und danach habe ich angefangen, die Haare damit zu bemalen. Für den nächsten Step, den wir bei den Haaren anwenden, brauchen wir Demonic Yellow von Army Painter. Habe das sehr, sehr stark verdünnt
sodass es fast wie Wasser ist. Und habe dann seiner Frisur einfach damit mehrere Strähnchen verpasst. Einfach drüber und das ergibt dann so ein Feuerrot zum Schluss. Ist ja das, was wir eigentlich haben wollen bei ihm. Zu guter Letzt habe ich dann die Augen nochmal mit Hochglanz versiegelt und die 2 Parts von den Haaren nochmal zusammengeklebt. Und somit haben wir den Kopf auch fertig gemacht. Und zum Schluss habe ich seine Sandalen nochmal mit so einem hübschen Braun bemalt. Und somit haben wir Ichigo nun fertig. Als nächsten Step habe ich mir die Base vorgenommen. Da muss ich ehrlich zugeben, da war ich faul und hatte keine Lust mehr. Ursprünglich wollte ich eigentlich diesen Totenschädel in weiß bemalen, aber irgendwie war die Luft raus und dann dachte ich mir, hey, machst eine schnelle Nummer, machst das Ganze, besprühst es in Rot und danach nochmal schön in Schwarz, dass es einen feinen Übergang gibt. Ja, gedacht, getan. Und ich muss zugeben, das ist richtig gut geworden. Wir sind beim Schluss schon wieder angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei euch allen nochmal bedanken. Es gab ja schon seit längerem kein Video mehr von mir, das wird sich aber jetzt in Zukunft wieder ändern. Das nächste Tutorial habe ich schon abgedreht und das bekommt ihr als nächstes bald zu Gesicht. Wenn ihr das Video mochtet, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen und es würde mich auch sehr unterstützen. Ich wünsche euch allen und euren Familien ein frohes Osterfest. Bleibt gesund und munter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's